Das Goethe-Zertifikat B1. Das ist das Thema heute. Die B1-Prüfung ist sehr wichtig, besonders wenn du in Deutschland bleiben willst. Zum Beispiel, wenn du die Einbürgerung machen willst, also den deutschen Pass beantragen oder einfach eine Niederlassungserlaubnis bekommen willst. Dann brauchst du in den meisten Fällen ein B1-Zertifikat. Es muss nicht unbedingt die Goethe-Prüfung sein, aber es muss mindestens das Niveau B1 nachweisen. Ich vergleiche die ganzen B1-Prüfungen in einem anderen Video. Das werde ich unten verlinken. Aber das Goethe-Zertifikat ist im Ausland sehr bekannt. Viele Schulen, Arbeitgeber und Behörden kennen es. Es ist also eine gute Prüfung, wenn du in Deutschland und im Ausland zeigen willst, wie gut du Deutsch kannst. Was ist das Niveau B1? Die B1-Prüfung zeigt, dass du selbstständig auf Deutsch sprechen, schreiben, lesen und verstehen kannst. Das bedeutet, du kannst einfache Gespräche führen. Du verstehst wichtige Informationen beim Lesen und Hören. Du kannst Meinungen sagen und Briefe oder E-Mails schreiben. Wie ist die Prüfung aufgebaut? Die Prüfung hat 4 Teile. Lesen. Hierfür hast du 65 Minuten. Du liest 5 Texte, zum Beispiel Anzeigen, Artikel, E-Mails und Webseiten. Dabei löst du 30 Aufgaben. Hören. Hierfür brauchst du 40 Minuten. Du hörst 4 Audios. Das sind Gespräche, Ansagen oder Interviews. Dabei beantwortest du 30 Fragen. Schreiben. Hierfür brauchst du 60 Minuten. Du schreibst 2 E-Mails und einen Diskussionsbeitrag. Du hast keine Wahl. Die Themen werden vorgegeben. Du musst duzen und siezen können, je nach Aufgabe. Sprechen. Dieser Teil ist oft am schwersten. Du hast 15 Minuten, um die Aufgaben zu lesen und dich vorzubereiten. Dann kommst du in den Prüfungsraum. Du sprichst mit einem anderen Prüfungsteilnehmer für insgesamt 15 Minuten. Zuerst bekommt ihr Fragen wie: Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Und so weiter. Dann fängt die echte Prüfung an. Ihr plant zusammen etwas, zum Beispiel eine Reise oder eine Party. Dann hältst du einen Vortrag. Du darfst aus 2 Themen aussuchen. Die Prüfer und der andere Prüfungsteilnehmer stellen dir Fragen. Wenn dein Partner seinen Vortrag hält, musst du dir auch eine Frage überlegen. Du solltest auch sagen, was du von seinem Vortrag gelernt hast. Und das war's. Wenn du dich gut vorbereitest, ist es wirklich nicht so schwer. Du kannst die ganze Prüfung an einem Tag machen oder die Teile getrennt. Wenn du bereit bist, würde ich empfehlen, die ganze Prüfung an einem Tag zu machen. Dann ist es vorbei. Wenn du dir unsicher bist, dann könntest du vielleicht erstmal lesen und schreiben machen und dann an einem anderen Tag eben hören und sprechen. So kannst du erstmal dafür üben und danach eben dafür. Sobald du alle 4 Teile bestehst, bekommst du auch ein Gesamtzertifikat. Wie wird die Prüfung bewertet? Jeder Teil hat 100 Punkte. Du brauchst mindestens 60 Punkte in einem Teil, um den Teil zu bestehen.
Wenn du in einem Teil weniger Punkte hast, dann musst du den Teil wiederholen, nicht die ganze Prüfung. Wie kannst du dich vorbereiten? Hier kommen meine 5 Tipps zur Vorbereitung. Tipp 1. Übe regelmäßig, aber kurz. Es ist besser, jeden Tag 20 Minuten zu lernen, als einmal pro Woche für 3 Stunden. So bleibt das Wissen besser im Kopf. Tipp 2. Mache Musterprüfungen. Auf der Goethe-Webseite gibt es viele Beispiele. Du kannst sehen, wie die Aufgaben aussehen und du bekommst ein gutes Gefühl für die Prüfung. Tipp 3. Abonniere meinen Kanal. Ich mache viele Videos mit Tipps zur B1-Prüfung, Redemitteln, Grammatik und Erklärungen. So kannst du jeden Tag ein bisschen Deutsch lernen. Ganz einfach. Tipp 4. Sprich so viel wie möglich. Sprich mit Freunden in der Schule oder im Sprachkurs. Auch einfache Gespräche helfen sehr. Wichtig ist, du musst dich trauen. Fehler sind okay. Die helfen dir sogar beim Lernen. Tipp 5. Nimm Einzelunterricht, wenn du unsicher bist. Ich biete Einzelunterricht an, auch speziell für die Goethe B1-Prüfung. Wir üben genau das, was du brauchst. Schreiben, sprechen oder auch Grammatik. Der Unterricht ist online und ganz persönlich für dich. Wenn du Interesse hast, findest du alle Infos unten in der Beschreibung. Die B1-Prüfung ist nicht leicht, aber mit guter Vorbereitung schaffst du das. Du musst nicht perfekt sprechen, du musst nur zeigen, dass du gut kommunizieren kannst. Wenn du weiter lernen willst, dann empfehle ich dir dieses Video. Bis dann und viel Erfolg bei deiner Prüfung. Ciao!